Alrighty, sind liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti, und wir sind auf EOR 18 zur St. Patrick's Day Event Wochenende. Der beschreibt sich durch einen Pilz-Event gepaart mit dem Lucky Sale Special Pakete, dem Lucky Day Epic Good Luck Extravaganza Gold Event und dem Schmied-Event. Das ist eine interessante Kombination. Gerade Gold-Event ist sehr, sehr hilfreich für viele Chars auf dem neueren Server, auch um wieder viele Skillpunkte zu sammeln. Und man hat natürlich die Chance auch vorher, ne, wenn man im Level steigt, ist das Gold-Output auch nochmal ein bisschen höher. Das setzt sich in den Quests durch, überall setzt sich das durch. Also mega interessantes Event, und man hat ja trotzdem die Chance auf Epics. Ja, und der Lucky Sale startet wieder mit dem Kleinstpaket, und das ist ein richtig gutes Paket. Es hat doppelt so viele Pilze als der Standardpreis. 40.000 Metalle auf IO18, mega, mega wertvoll, weil man halt mehr Kristalle bekommt als Metalle, vor allem durch die Special Packs und auch durch die vielen Epics bisher hat man ja immer mehr Kristalle gefarmt. Die Metalle sind sehr sinnvoll, und die 150 Lucky Coins sind es natürlich auch. Ja, und wie immer kann ich euch nur bitten, meinen Creator-Code HANRIZZLE zu nutzen, um mich mit 5% eures Umsatzes zu unterstützen, ohne irgendwelchen Mehrkostenaufwand. Das ist eine super geile Sache, mega geiler Support. Vielen Dank dafür. Ja, das zweite Paket ist auch sehr interessant, das für 25 Euro, wenn man es mal nochmal vergleicht. Das ist natürlich jetzt nicht doppelte an Pilzanzahl, trotzdem nochmal 260 Pilze mehr, 500 Lucky Coins, das sind einige kostenfreie 20er oder, na gut, wir haben 40er Spins, und auch die Ressourcen hier mit den Schmiede-Events, das ist wirklich sehr, sehr geil, weil da kann man seinen Char richtig gut boosten. Ich überlege mir, ob ich das noch kaufe, definitiv. Ihr müsst es natürlich nicht machen, aber könnt es gerne machen, dann auch wieder mit Creator Code, wäre geil. Ja, ein kleiner Cut hier auch an der Stelle, denn was ganz nice ist, es hat nicht so funktioniert, wie ich bestenfalls wollte mit dem Double Kill, ne? Aber heute habe ich auch schon die Toilette auf Gold dabei. Also das mache ich auf dem Server. Die beiden upgrade ich. Mehr werde ich im Arena Manager nicht upgraden, werde hin und wieder mal einen Timeskip nehmen, aber ja, Toilette, Gold und Speed Boost drauf zu haben, das ist mehr als die halbe Miete, weil dieser eine Posten gibt über 50% der Runen, also selbst wenn man alle anderen abgegradet hat, auch so, macht die Toilette einfach 50% oder mehr aus. Es ist natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach am geilsten. Aber bevor ich das jetzt spiele, müssen wir auch schauen, nächste Woche ist Pet-Event, also nächstes Wochenende, Pet-Event-Wochenende. Und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut. Und dann wird sich ein bisschen herausstellen, ob die Pet-Taktik, die hier teilweise genutzt wird, tatsächlich sinnvoll ist. Ja, ob die Fütterer da richtig gut kommen oder nicht. Das wird sehr interessant sein. Man muss sich auch schon jetzt fast überlegen, ob man schon gewisse Pets jetzt auch schlagen will. Also die man finden kann, sollte man natürlich schlagen. Den hätte ich schlagen können. Mit einer minimalen Chance habe ich jetzt nicht gemacht. Und ja, der nächste Donnerstag kommt. Danach haben wir hier bei Summer Day and Friday. Das ist noch nicht ganz absehbar. Dort, wo die Pets natürlich gerade mit einmal gefüttert werden, das ist auch so eine Sache, ob man das machen sollte. Hier macht es aber Sinn, weil Seaport ist Samstag findbar, und ich glaube, der ist jetzt schon schlagbar. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren müssen. Ja, das sieht schon sehr gut aus, das sieht perfekt aus. Und dann, kann man das finden, aber Chelsea zum Beispiel könnte ich noch nicht finden. Da überlege ich auch, dass ich warte, es zu schlagen. Erst zum Pet-Event, weil das gibt dann wieder 3 Früchte. Ne? Wenn man ein Pet-Habitat schlägt, kriegt man während des Pet-Events halt nicht nur eine Frucht, sondern 3 Früchte. Das ist halt auch mega fett. Ja, vom Überblick her bleibt Erde mein schlechtestes Habitat. Ist auch Reno erst am Montag findbar. Wir kämpfen gegen Jeffrey Reno mit Light auf 65er Basis. Da müsste ich eigentlich in der Lage sein, mit Erde zu schlagen. Gehen wir mal rein. Sieht auch schon mal ganz gut aus. Sein 58er Tink haben wir besiegt. So, Jono ist auf 65 bei Light Pets mit 8 Pets. Light ist im Moment. Wasser und Light ist ähnlich schwach bei mir aufgestellt im Moment, kann man so sagen. Deshalb
gehe ich auch mal mit Light rein. Es ist nämlich ein Pet weniger da. Sollte ich eigentlich schaffen, jawohl. Bazi oder Baki, Light 7, ne? Da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Pick. Da kann ich mit Water reingehen. Da sollte ich eigentlich auch in der Lage sein, das zu schaffen, jawohl. Das hat funktioniert. Und Susi 10 hat da schon ein bisschen höher gelevelt. Der ist also bei Paar 60 auf Light. Dort würde ich jetzt mal mit Schatten reingehen wollen. Ich hoffe, das funktioniert. Es sieht aber nicht so gut aus, wenn man schon sieht, dass nur Gelclops hier dran ist. Sein Gelclops ist 64, genauso wie meins. Er hat natürlich jetzt hier den Elementarbonus. Trotzdem habe ich das Gefühl, oh, das ist ziemlich knapp gewesen. Und leider ist Pettecat noch nicht stark genug. Hat auch noch das Pech, dass er hier weggeblockt wird. Also Pettecat hätte schaffen können schon. Ja, evadet auch. Kriegt einen fetten Crit. Schade, 149 Ehre, das tut ein bisschen weh. Und jetzt haben wir auch noch Xerenil, der mit Light 113. Also der hat 2 Pets wieder gefüttert. Mit Feuer können wir es trotzdem probieren. Und oh Gottes Willen. Das sieht knapp aus. Also ich glaube, ich habe den Fight gewonnen. Ich finde es eigentlich, fände ich es besser, wenn man diese Funktion ausstellt, weil es spoilert halt so ein bisschen. Also Gelclops auf 46 ist auf jeden Fall jetzt nicht so krass stark, zieht aber trotzdem gut HP ab und er hat halt Tink auf 61. Oh, da habe ich aber mit Gulp Glück gehabt, dass ich hier gut gegrittet habe. Tink geht nicht kaputt, aber okay, ich glaube, ja, deshalb reicht es für Cocofire. Ja, gucken wir uns mal an. Er kriegt einen fetten Crit, aber es reicht Gott sei Dank der eine Hit. Also Tink kann ja nicht ausweichen. Hui, das ist knapp. Also ihr müsst es einiges an Ehre geben. Ich habe ja 149 Ehre gerade verloren. Ja, der Rest ist auf 1. 102 Ehre kriegen wir nochmal zurück. Also insgesamt sind wir ganz gut unterwegs gewesen heute für die Petsfights. Ja, bleiben damit weiterhin im oberen Bereich. Haben jetzt auch wieder mehr Ehre. In der Verteidigung, ja, ist halt heftig. Ne? Also er hatte Tink auf 60 und Gelclops auf Pan 40. Also so ähnlich hätte ich, also mit 38 Früchten mehr, hätte ich Tink auf 39 leveln können, wäre ich ähnlich unterwegs gewesen. Aber wir müssen gucken, nächste Woche wird es vielleicht schon interessant mit einem Pet-Wechsel. Und wenn dann Pet-Event kommt, sozusagen nach dem Pet-Wechsel, dann profitiere ich mit den vielen Früchten halt vom Pet-Event. Also ich glaube, da könnte man sich durchsetzen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie stark Gelclops sein muss. Ein paar Tage können wir auf jeden Fall noch leveln. Also ja, Sunja ist auch sonntags findbar. Tesla habe ich leider nicht geholt am Dienstag. Das könnte mir nochmal da ein bisschen, es könnte ein bisschen problematisch sein. Aber Sunja bis Sonntag kriegen wir auf jeden Fall. Ich probiere ihn trotzdem mal jetzt noch zu finden. Damit im Prinzip ich dann die Chance habe, hier zu wechseln. Also Birdie Chip ist halt geiler. Aber man kann auch mit Bookfoxion, also Bofox, spielen prinzipiell. Ich musste aber dann bis Mittwochnacht das geschlagen haben. Also man kann hochrechnen, heute war Freitag, 67 auf Samstag, 70 auf Sonntag, 73 auf Montag, 76 auf Dienstag, 79 kann er werden. Und das könnte man sich bei SF Game Tools dann jetzt auch entsprechend ausrechnen. Und ich habe das mal gemacht, also ich bin jetzt mit dem Pack 8 reingegangen, theoretisch sogar Pack 9 möglich. Gladiator-Trainer habe ich mal auf 9 gelassen, der könnte vielleicht nochmal steigen, aber ist unwahrscheinlich, weil das Seen-Event kommt ja erst später. Dort ist Bofox auf jeden Fall findbar, also für einen Pet-Wechsel wäre das machbar, auch wenn Bofox das schwächere Pet ist, profitiert man natürlich von einem zeitigen Wechsel, weil natürlich Birdie Chip selber, da haben wir dann ein bisschen länger, also noch einen Tag mehr zwar Zeit, aber Birdie Chip ist schon schwierig, also boah. Pack wäre dann vielleicht, gehen wir mal auf Pack 10, was das Optimale wäre. Boah, also auf Birdie Chip zu gehen ist extrem krass heftig. Das ist einfacher für die Leute, die Tink gelevelt haben, definitiv. Die könnten das vielleicht auch schaffen. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir hätten Tink von Anfang an gelevelt. Nee, Birdie Chip sogar noch schwieriger. Also, ich könnte mit der Taktik, wenn ich das gut durchspiele, echt bei Licht einen guten Sprung haben. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist natürlich,
ob die Leute wie Xerenil jetzt zum Beispiel trotzdem noch genügend Früchte offen haben, um das genauso gut zu regeln. Also dann habe ich keinen Vorteil, habe aber auch keinen Nachteil. Zumindest bei Licht nicht. Das wird sehr interessant werden. Ja, noch einen kleinen Cut, was vielleicht ganz interessant ist. Die ersten Spieler bei uns gehen jetzt auf Hall of Night 15 sogar. Also die haben Partnerschaft gespielt, nehme ich an. Und haben eben die Option auf Upgrades für 15. Ja, also hier Soto zum Beispiel braucht nicht mehr viel. Kasati ist auch schon bei 14. Ich hatte eigentlich noch andere Namen gelesen, dachte ich, aber ich glaube, die haben schon Rathaus auch auf 15. Evering müsste dazugehören. Ja, also die Chance auf schwarze Steine ist bei uns bald da in der Gilde. Sowieso ist es interessant, mit 255 Durchschnittslevel, 551 Ritterhallenpunkten stehen wir da jetzt gerade da. Da können wir natürlich auch mal gucken, wie es bei den anderen aussieht. Schauen wir mal bei Lem hinein im Verhältnis. Ja, das Durchschnittslevel ist nur 8 Level unter und die Ritterhalle ist nicht schlecht. Hier gibt es höchstwahrscheinlich auch Spieler, die, ja, also hier das sieht man auf jeden Fall, glaube ich, auch an den Steinen, die dort schon ein bisschen höher sind in der Ritterhalle. Und dann gucken wir auch nochmal bei Primordial rein. Die werden wahrscheinlich noch ein bisschen besser dastehen als The Lamb, könnte ich mir vorstellen. Und ja, das ist fast identisch wie bei uns. Ja, das kann man sich, das kann man sich mal gönnen hier. Ja, also ich vermute, dass es auch in den anderen Gilden Spieler gibt, die dort vielleicht, also wo wir jetzt am Wochenende dann vielleicht ein paar schwarze Steine sehen können. Also ne, das, wie gesagt, Festungsevent kommt nicht. Das heißt, wenn schwarz, sind es vielleicht nur kleine schwarze Steine. Aber möglich ist es für die, die viel pilzen wollen. Schwarze Steine sind natürlich stärker als die meisten Steine, die man so drin hat. Das wird interessant sein. Das könnte dann auch bei den Raids helfen. Und ja, stimmt auch bei den Raids. Wo sieht man das jetzt eigentlich? Habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Also wir sind bei Raid 40. Ich nehme an, die anderen Gilden sind da ähnlich weit. Wo sieht man das jetzt eigentlich? Hallo? Stimmt. Hab ich jetzt überhaupt gar nicht so gecheckt. Hier. Auch 40 Raids bei Lem. Und bei Primordial nehme ich an. Ähnlich, wir können auch mal bei Freibad reingucken. Die haben 39 Raids, also die sind da nur knapp dahinterher. Aber auch vom Durchschnittslevel her. Ganz knapp hinter Lem nur. Und Primordial schauen wir auch nochmal rein. Die haben sogar schon die 41 Raids. Die sind da schneller als wir. Also der Kampf um die Top-Platzierung auch auf dem Server ist dementsprechend knapp. Je nachdem, wie viele Leute jetzt das Event nutzen wollen zum Pushen, können sich die Kräfteverhältnisse nochmal ein bisschen ziehen. Aber ja, direkte Kämpfe gibt es natürlich erst in ein paar Wochen. Also da wird dann wirklich entschieden, wie es da in der Ehrenhalle aussieht. Ja, und ansonsten will ich jetzt auf jeden Fall zeitnah auf über Level 250 kommen. Will dann auch vielleicht mit den Glücks in den Epics, ne, vielleicht ein bisschen was reißen. Ich meine, hier haben wir 40 Spins, da kriegen wir viele Früchte. Hier haben wir halt das Epic-Event oder das Epic Luck-Event, wo man schon einige Epics kriegen kann, wenn man sich auf die 3 Epics oder 4 Epics für eine Waffe fokussiert. Und es gibt auch immer noch Dungeons, die man machen kann, um Epics zu bekommen, vor allen Dingen im Tower, in der Schattenwelt. Also ich denke, da kommen wir ganz gut hin. Ich werde nach dem Wochenende dann mal einfach ein kleines Fazit dazu ziehen, wie das so für mich funktioniert hat. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch ein cooles Wochenende. Ihr könnt das Event auf jeden Fall nutzen. Was ich machen muss, definitiv ist hier noch ein bisschen Skill Arena. Wir haben natürlich leider kein Festungsevent. Jetzt für große Steine wäre das heftig gewesen. Ja, da sammle ich noch weitere Ressourcen. Da könnte ich, also werde ich morgen oder übermorgen dann die Festung 12 abschließen, um die Hall of Night hochzuziehen und dann wieder in die Festung gehen. Ein paar Ressourcen sind hier schon gesammelt und weitere folgen noch. Ja, und dann wünsche ich euch was. Haut auf jeden Fall rein. Macht da Tschüss und Servus. Euer